Stell dir vor, jemand öffnet heute deine Kalender-App, löscht jeden Termin, jede Deadline, jeden Alarm und sagt, jetzt bist du frei. Keine Pflichten, keine Erwartungen, kein Ort, an dem du sein musst. Was fühlst du in diesem Moment? Wenn du ehrlich bist, wahrscheinlich keinen Jubel, wahrscheinlich eine leise kriechende Angst. Freiheit gilt als das Höchste, was ein Mensch erstreben kann. Politisch, persönlich, philosophisch. Wir kämpfen dafür, wir schreiben Verfassungen dafür, wir verlassen Jobs und Beziehungen dafür. Und trotzdem, wenn wir sie wirklich bekommen, diese grenzenlose, unstrukturierte, niemand braucht dich Freiheit, kollabieren die meisten Menschen darin. Nicht wegen mangelnder Disziplin, nicht wegen schlechter Gewohnheiten, sondern weil das, was wir Freiheit nennen, nicht das ist, was wir wirklich wollen. Was wir wollen, ist etwas anderes. Etwas, über das wir nie sprechen, weil es sich anfühlt wie ein Versagen. Wir wollen, dass uns jemand sagt, was wir als nächstes tun sollen. Und die Frage, die das aufwirft, ist unbequem. Wenn Freiheit das ist, was du sagst zu wollen, warum sabotierst du sie jedes Mal, wenn du sie hast? 1941. Die Welt steht in Flammen. Ein Psychologe flieht aus Deutschland nach New York. Sein Name: Erich Fromm. Er bringt eine Frage mit, die ihn seit Jahren nicht loslässt. Warum haben Millionen von Menschen einen Diktator nicht nur toleriert, sondern gewählt? Warum haben sie ihre Freiheit aktiv abgegeben? 3 Jahre später erscheint sein Buch. Er nennt es »Die Furcht vor der Freiheit«. Seine Antwort ist erschütternd einfach. Freiheit, schreibt Fromm, hat 2 Seiten. Die erste: Befreiung von etwas. Von Unterdrückung, von Zwang, von fremden Regeln. Das fühlt sich gut an. Die zweite: Freiheit zu etwas. Selbst entscheiden, selbst verantworten, selbst sein. Und diese zweite Freiheit, sagt Fromm, ist unerträglich. Nicht für manche, für fast alle. Das Gehirn, das jahrtausendelang in Gruppen, Hierarchien und klaren Rollen überlebt hat, ist nicht darauf ausgelegt, allein im leeren Raum zu navigieren. Freiheit ohne Struktur löst Angst aus. Und Angst macht kreativ, auf die falsche Art. Menschen erfinden Käfige, um die Angst zu betäuben. Neue Regeln, neue Autoritäten, neue Routinen. Manchmal aus Überzeugung, oft ohne es zu merken. Denk an die erste Woche nach dem letzten Urlaub oder nach dem Uni-Abschluss oder nach dem Ende einer langen Beziehung. Da war dieser merkwürdige Moment. Kein Alarm, kein Pflichttermin, kein Ort, der dich braucht. Und statt Erleichterung ein diffuses Unbehagen, wie ein Tinnitus der Seele. Forscher nennen diesen Zustand Anomie, das Fehlen von sozialen Ankern, das sich körperlich wie Schmerz anfühlt. Die meisten Menschen halten dieses Unbehagen keine 3 Wochen aus, bevor sie sich neue Verpflichtungen suchen. Nicht aus Schwäche, aus Überlebenstrieb. Barry Schwartz, Psychologe an der Swarthmore College, hat jahrelang untersucht, was passiert, wenn Menschen zu viele Optionen bekommen. Das Ergebnis? Mehr Auswahl führt zu mehr Bereuen, mehr Zweifel, weniger Zufriedenheit. Aber das Interessante ist nicht die Überforderung. Das Interessante ist, was Menschen danach tun. Sie wählen Gewohnheit. Immer denselben Kaffee, dieselbe Route zur Arbeit, dasselbe Restaurant am Freitag. Nicht, weil sie keine Fantasie haben, sondern weil Routine eine Entscheidung ist, die man einmal trifft und nie wieder treffen muss. Routine ist Freiheit-Verweigerung als Komfortstrategie. Lass uns kurz ehrlich sein. Du liest Artikel über Minimalismus und Freiheit. Du folgst Accounts über digitale Nomaden und Live-Design. Du träumst von dem Tag, an dem du keine feste Arbeitszeit mehr hast. Und gleichzeitig, wenn du morgen könntest, würdest du es nicht tun. Weil du weißt, was passiert. Du weißt, dass du am 3. freien Tag nicht produktiv, kreativ oder erleuchtet bist. Du bist paralysiert. Viktor Frankl hat das in einem extremeren Kontext erlebt als die meisten von uns. 3 Jahre Konzentrationslager. Alles genommen. Seine Beobachtung: Menschen, die überlebten,
waren nicht die Stärksten oder die Klügsten. Es waren die, die noch eine Aufgabe hatten, einen Grund, morgen aufzuwachen. Struktur und Bedeutung sind dasselbe Wort in verschiedenen Kleidern. Was du willst, ist nicht Freiheit von allem. Du willst Freiheit in einer Welt, die sich anfühlt, als würde sie dich brauchen. Es gibt einen Effekt in der Verhaltensforschung namens Present Bias. Wir überschätzen, was wir jetzt wollen und unterschätzen, was wir morgen brauchen. Wenn niemand dir eine Deadline setzt, setzt du dir selbst keine oder eine, die du ignorierst. Wenn niemand erwartet, dass du auftauchst, tauchst du nicht auf. Nicht immer. Aber häufig genug, um zu bemerken, Selbstdisziplin ohne externen Rahmen ist die seltenste Ressource auf der Welt. Die Menschen, die wir für die freiesten halten, Schriftsteller, Künstler, Unternehmer, haben alle dasselbe getan. Sie haben sich selbst Käfige gebaut, feste Schreibzeiten, Rituale, Abgabezwänge. Sie nennen es nur anders. Jetzt bist du dran. Denk an das letzte Mal, dass du dir etwas gewünscht hast, das du als Freiheit bezeichnet hast. Kein Chef, keine Regeln, kein System. Und jetzt frag dich, was hättest du in diesem freien Raum wirklich getan? Wahrscheinlich weißt du die Antwort. Und wahrscheinlich ist sie unbequem, weil sie zeigt, dass das Problem nicht die fehlende Freiheit war. Das Problem war, dass du nicht wusstest, was du willst. Und Freiheit ohne Wollen ist kein Geschenk. Es ist ein leeres Blatt Papier, das dich anstarrt. Du hast nicht Struktur gebraucht, weil du schwach bist. Du hast Struktur gebraucht, weil du ein Mensch bist. Und Menschen sind keine Einzelgänger, die im Vakuum aufblühen. Wir sind Wesen, die durch Reibung, durch Erwartung, durch Zugehörigkeit Form annehmen. Freiheit ist nicht der Zustand, in dem du selbst bist. Es ist der Zustand, in dem du herausfindest, wer du ohne Spiegel bist. Und dieser Zustand ist einsamer, als du dir vorgestellt hast. Fromm hat am Ende seines Lebens geschrieben, dass das größte Paradox des modernen Menschen Folgendes ist. Er hat mehr Freiheit als jede Generation vor ihm. Mehr Optionen, mehr Mobilität, mehr Selbstbestimmung. Und er ist unglücklicher als je zuvor. Vielleicht liegt die Freiheit nicht darin, alle Strukturen zu sprengen. Vielleicht liegt sie darin, die Strukturen zu wählen, die dich nicht kleiner machen. Aber hier ist die Frage, die ich dir mitgebe und auf die ich keine Antwort habe. Wenn du morgen vollständige Freiheit bekämest, ohne jeden äußeren Zwang, ohne Erwartungen, ohne ein System, das dich hält, wärst du dann mehr du selbst oder weniger? Und falls du gerade merkst, dass du diese Frage nicht loslässt, dass du sie im Kopf weiterdrehst, analysierst, von allen Seiten betrachtest und trotzdem zu keinem Ende kommst, dann ist das kein Zufall. Es gibt Menschen, deren Gehirn genau das tut, immer weiterdenken, lange nachdem es sinnvoll wäre, aufzuhören. Was dabei passiert und warum es mehr mit Angst als mit Intelligenz zu tun hat, zeige ich dir im verlinkten Video.